Ein gutes Drittel von der Tour sind wir schon gefahren. Guten Morgen, Menschen. Guten Morgen. Wie kommt es denn, dass wir noch nicht in München sind, sag mal? Sehr witzig. Wir sind gestern in Temo losgefahren mit dem festen Vorsatz, nach Hause zu fahren. Als wir dann beim Frühstück saßen, haben wir uns entschieden, noch 2 Tage hier zu bleiben, bis es in Deutschland und Österreich schön ist. Wie hat es dir gefallen gestern? Gut, schöne Erinnerungen. Ja, wir waren nämlich letztes Jahr hier, Dolomiten. Ja, im Juni. War sehr schön. Da waren wir noch mit einem anderen Beritt unterwegs. Ja, mit den alten Maschinen. Wir starten heute aus Kolfuschk vom Apartment Peter. Das war ganz nett. Ein mega Ausblick. Sellerondo sind wir ein Stück gefahren. Vorher waren wir in Kaltern und haben einen Eisbecher gegessen. Genau, und jetzt bleiben wir heute noch in den Dolomiten, über die 3 Zinnen und heute Abend in der Nähe vom Stallersattel. Das sind heute so 200 Kilometer. Machen wir los. Wir machen uns einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Ciao. Bis dann. Ciao. Hatten wir einen schönen Unterstand heute hier im Hotel. Ja, es war super spitze. Ich habe die Tour gestern so oft geändert, dass ich am Morgen echt immer gewusst habe, wie wir starten. Die Anfahrt zum Grödner Joch ist schon mit einer sehr schönen Aussicht belohnt. Aber wir sind heute auch früher los als sonst. Es ist jetzt 9:40 Uhr. Normalerweise sind wir erst so um 10 Uhr raus, aber heute nehmen wir so Sachen schnell zusammen. Nicht gefrühstückt. Grödner Joch auf 2200. Immer noch 12 Grad. Also nicht schlechter geworden. Nicht kälter geworden, muss ich sagen. Schlechter sowieso nicht. Los geht's aus Kolfuschk über das Grödner Joch und das Sellerjoch. Dann am Fedaia-See vorbei und über den gleichnamigen Pass. Als nächstes überqueren wir den Passo Staulanza am mächtigen Monte Pelmo. Nach dem Passo Cibiana geht es runter ins Valle di Cadore. Gleich hinterm St. Katharina-See geht es über den Passo di San Antonio und den Kreuzbergpass ins Pustertal. Wir fahren dann ab ins Antholzner Tal, wo auch unser Hotel liegt. Das haben wir nicht mal letztes Jahr geschafft. Unter der Woche, da hatten wir hier immer irgendwelche Gurken vor uns. Schau mal, heute keiner. Bus kommt dir entgegen. Ich würde einmal kurz gern auf der Karte nachschauen, aber ui, da siehst du, da drüben liegt noch Schnee. Ja, so langsam kriege ich auch ein bisschen kalte Finger, immer noch 12 Grad. Wobei jetzt die Winterhandschuhe anzuziehen, finde ich ein bisschen übertrieben. Also nicht Passo Podoi, sondern wir fahren zu dem Stausee, da müssen wir jetzt wieder ganz runter. Ich kann es auch nicht dauern, dass ich die KTM erst 11 Monate habe, du dann einen Monat später. Ja. Und die fühlt sich echt an wie schon immer gefahren. Ja, auf dem Weg zu dem See, mir fällt der Name nicht ein, glaubst du es? So ärgerlich. Ich bin aber auch so schlecht vorbereitet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir die Dolomiten befahren. Jetzt ist ja eigentlich die ganzen Pässe noch parat.
Aber der hat wenig Wasser. War das letztes Jahr auch so? Die andere Seite da drüben ist für Autos gesperrt. Kannst du rumgehen, aber nicht rumfahren. Also wir sind jetzt gerade von Südtirol nach Venetien gewechselt. Ui! Das ist auch eine Schafsherde. Ich weiß nicht, ob man die sieht, aber man riecht es bis hier oben. Alle Schafe hier versammelt. Boah, ist echt eine riesige Herde. Der Fedaia-Pass ist ein einfacher Pass mit ein paar netten Spitzkehren auf der Ostseite. Da ist ja nichts los. Ganz allein wieder. Alle fahren in die andere Richtung. Wir müssen da links hoch. Staulanzer. Ja, 19 sagt jetzt meiner, aber es fühlt sich warm an, ne? Ich habe die Griffheizung solidarisch, wie ich bin, auch ausgeschaltet. Es ist wirklich schön hier. Wir fahren hier in diesem Gebirgsbach entlang, der immer wieder über diese Staustufen fällt. Sehr schick sieht das aus. Wow, schau mal. Staulanzer offen. Der Passo Staulanzer bietet ein tolles Panorama und etliche schöne Kurven. Ich schau, aber schöne Picknickplätze gibt's hier. Schlau gewesen, was mitzunehmen, hä? Aber ich habe noch nicht so viel Hunger, muss ich sagen. Scheint der Einstiegspunkt hier zum Wandern oder zum Klettern zu sein. Das ist der Passo Staulanzer. Staulanzer. Oh, hier, schau mal. Wow. Das ist ja mal eine beeindruckende Spitze da oben. Ein gutes Drittel von der Tour sind wir schon gefahren. Wahnsinn. Ja, jetzt geht's noch mal ganz schön zur Sache hier in Sachen Spitzkehren und ja, die Straßenqualität ist auch zumindest bis hierher so mittelmäßig. Oh, hier auch schon. Oh, wir haben nichts zum Picknicken dabei. Guck mal, ein Traum. Jetzt geht's nochmal ab in die Berge, aber diesmal mit dem vollen Tank. Genau, Passo Cibiana. Auftakt zum Passo Cibiana. Ist in einem super Zustand. Also sind jetzt echt hier irgendwie an einem Stückchen, das den keiner interessiert. Ja, wir sind am Pass angekommen. Passo Cibiana. Oh, wow, schau mal. Und was für ein schöner Ausblick. Das wäre doch Ristorante Orpiato, aber wir haben unser eigenes Ristorante dabei. Schauen wir, ob da oben nicht irgendwo ein schöner Aussichtsplatz ist.
Ist zu kalt für dich? Okay, dann lass uns weiterfahren. Die Auffahrt und die Abfahrt des Passo Gibbiane sind beide schön zu fahren. Guter Pass. Aber immer noch trocken. Nördlich der Alpen regnet es wahrscheinlich jetzt tatsächlich. Und südlich geht jetzt heute tagsüber die Wolkenfront drüber. Und heute so ab 16, 17 Uhr rücken dann auch nochmal Schauer nach. Das heißt, wenn wir jetzt also um 4, 5 da locker ankommen, dann werden wir auch keinen Regen abkriegen. Ja genau, Cortina d'Ampezzo wäre links. Wir fahren aber nicht nach oder durch Cortina d'Ampezzo, sondern unten rum vorbei. Ja, da unten ist der See, da rechts. Wir sollen rechts runterfahren zum See. Lago di Valle. Wow. Nice. Also wir haben gerade kleines Picknick eingeschoben. Da waren ein paar nette Plätze. Stand lustigerweise daneben No Picnic. Fragt man sich, wofür diese Plätze waren, außer für Picknick. Aber es hat auch keiner drauf geachtet. Es waren auch andere, die da gepicknickt haben. Also alles gut. Und jetzt genau sind wir auf dem Weg um die 3 Zinnen rum. Also irgendwie müssen wir an den 3 Zinnen vorbeikommen, sodass die für uns auf der linken Seite liegen. Die Staumauer der heiligen Katharina. Ist das hier der St. Katharina See? Hier, ja, wahrscheinlich genau da wo du jetzt vorbeigefahren bist. Hier, genau, hier hoch. Hier rechts hoch. Der Pass des heiligen Antonius. Die Auffahrt zum San Antonio hat Spaß gemacht, klein aber fein. Also Passo de San Antonio. Mit einem tollen Blick. Auf der anderen Seite des Passo de San Antonio wieder runter. Von der Lage her müssten das die 3 Zinnen sein.
Zumindest umfahren wir das Gebiet oder ist da vorne, was weiß ich, wo die ihre Felsen hingepflanzt haben. Keine Ahnung. Ui, jetzt nochmal einen Berg hoch. Ui. Wow. Kreuzbergpass. Ja, habe ich gesehen, aber dann ist das ja wohl das hier, oder? 13. Auf der SS 49. Stimmt, hier waren wir mal, als der Moritz ganz klein war, waren wir hier mal. Aber hier mal auf einem, was war das, so ein Bauernhof. Noch 4 Kilometer am Pustertal und dann fahren wir Richtung Staller Sattel. Da steht schon dran, Staller Sattel. Wir hatten leider gerade die Kamera nicht an, aber uns kam auch eine GP in der rot-gelben Lackierung entgegen. Die erste, die wir gesehen haben, überhaupt in freier Wildbahn. Staller Sattel, willkommen. Ich glaube, da haben wir morgen mehr vom Sattel. Das, glaube ich, ist heute Abend keine gute Sicht mehr. Das ist echt ganz gut, dass wir das morgen machen. Also bei mir sind 6 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Du hast ja die genaue Kohle. 7,7, okay. Genau, Baby stehen hier auf dem Parkplatz. Und mit Nacht nicht unterstehen. Das heißt, die Sachen in die Koffer reinräumen, die nass werden können. Aber sehr schön. Super. Schöner Ausblick.